Guten Nachmittag. Guten Tag. Ist es ein guter Tag? Nun, wie soll ich es sagen? Es ist gut, dass ich am Leben bin, und das ist nicht gut. Warum? Weil ich ein Gefangener bin. Stellen Sie sich vor. Leonid Obrazkow. Geburtsdatum. Am 4. März 1981. 81 Jahre alt. Sie sind ein Jahr älter als ich. In welcher Stadt bist du geboren? In der Region Irkutsk und wuchs in Wladiwostok, der Stadt Nachotka. Klar. Sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch später veröffentlicht wird? Ja, ich stimme Ihnen zu, es ist ja nicht so, dass wir über irgendetwas Geheimes reden würden. Nein, ich werde nicht fragen, wo der Bunker deines Königs ist. Ich weiß nicht. Was, wenn Sie es wissen? Und wer sagt es mir? Ich weiß nicht, wer es Ihnen sagen wird. Das Gespräch wird aufgezeichnet und veröffentlicht. Ich habe es. Wie viele Vorstrafen haben Sie? Nun, es ist jetzt über 5. Erinnerst du dich nicht? Einfach, erstens bin ich immer wieder geschockt worden und auch jetzt noch, und zweitens hat es keinen Sinn zu zählen. Nein heißt nein. Mehr als 5, dann macht es keinen Unterschied. 7 oder 8. Dies ist meine letzte Haftstrafe, ich werde in den Ruhestand gehen. Keine neuen Haftstrafen, oder was? Was bedeutet es für einen Sieg, in Rente zu gehen? Was bedeutet es, in den Ruhestand zu gehen? Um auf dem Land zu leben, einen Bauernhof zu gründen, einfach zu verschwinden. Was war das erste? Das erste, was? Strafregister. Erste Verurteilung? Minderjährige, nach dem Tattoo zu urteilen. Ja, als Jugendlicher. Meine erste Verurteilung erfolgte, weil ich den Staatsanwalt mit grüner Farbe übergossen hatte. Und an die zweite Verurteilung kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe ein Moped gestohlen. Wozu? Nun, es war unmöglich, sie zu kaufen, sie kostete damals $100. Und meine Familie war, wie soll ich es sagen? Die arme Familie. Und das Moped wurde gebraucht. Auf der Straße musste ich etwas tun, um mich zu beweisen, damit andere auf mich aufmerksam wurden. Zweite Verurteilung wofür? Der Brand des koreanischen Konsulats. Der Brand des koreanischen Konsulats? Es war sogar in den Nachrichten, 98. Wie viele Kisten? Wir haben gerade das Gebäude angezündet. Wozu? Lass uns etwas zu essen holen. Und so geschah es, ungewollt, aus Versehen. Sie holten Lebensmittel und brannten das Konsulat nieder. Ja. War das Feuer groß? Normal. Es ist alles ausgebrannt, nicht wahr? Und die dritte Verurteilung? Eine dritte Verurteilung scheint wegen Diebstahls von Eigentum durch Schleichen zu erfolgen. Was ist passiert? Ich erinnere mich nicht. Und die vierte? Raubüberfall. Auf wen? Auf die Leute, die Alkohol und Drogen verkauften. Warum hast du sie angegriffen? Weil wir ihnen Geld abnahmen, hatten sie immer Geld. Wie lang? Ursprünglich wollten sie etwa 10 Jahre. Am Ende bekam ich 7,5 Jahre. Freigegeben im 15. Jahr? Im 14. Verstehe. Wie lange ist er schon weg? Einen Monat, vielleicht 2. Was ist passiert? In Woronesch ist es dasselbe, nämlich das Eigentum anderer Leute zu stehlen. Und der Verkauf von virtuellem Benzin. Gutscheine? Nein, Wasserfässer. Sieh mal, du bekommst 100 Liter Fass, und dann bekommst du Müllsäcke. Man füllt ein Fass mit Wasser, legt einen Müllsack hinein und gießt Benzin hinein. Benzin in einer Tüte, du rufst den Kunden an, steckst den Schlauch rein, du weißt, dass 2 Liter in der Tüte sind, du nimmst es von dort, er schnuppert, ja Benzin, fertig. Wie viel Benzin haben Sie verkauft? 2000 Liter. Letzte Verurteilung? Letzte Verurteilung, Trunkenheit am Steuer. Die Highway Patrol hat mich betrunken erwischt. 3-mal. Es war alles das gleiche Auto. Ist das an einem Tag? Nun, ja, am selben Tag, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Wie lange hatten Sie noch Zeit? Für diesen Tag? Ja. 20 Tage, aber wahrscheinlich länger. 20 Tage und du ziehst in den Krieg?
Ich wartete auf den Prozess wegen einer anderen Verurteilung. Welche? 158 und 264. 158 ist Diebstahl, als nächstes Drogen. Betrunken fahren. Warum sind Sie in die Ukraine gekommen? Um uns zu töten? Ich bin zufällig hierher gekommen. Wir wurden wie in einer Evakuierungsgruppe rekrutiert. Ich habe nicht gekämpft, nichts dergleichen. Wir stellen gerade ein Evakuierungsteam zusammen, das die Verwundeten und Toten herausholen soll. Wir stimmten zu, und ich weiß nicht, wie wir in diese Situation geraten sind. Und ich weiß nicht, ob Sie da oben davon wissen. Wahrscheinlich wird es eine Anhörung dazu geben. Sogar als Ihre Leute in den Graben kamen, sahen sie, dass wir keine Waffen hatten, alle Waffen waren kaputt, wir hatten nicht einmal Granaten. Als wir aus dem Graben kamen, fragten sie, Wagner. Wir sagten, nein, das Verteidigungsministerium. Sie waren überrascht. Ja, Sie sind die Ersten, die das tun. Sie waren überrascht, sie gingen hin und wussten, dass Wagners Einheiten dort waren. Ich weiß nicht, was genau in dieser Situation passiert ist. Ich weiß nur noch, dass ich das Bewusstsein verlor, weil ich von einem Gewehrkolben getroffen wurde. Ich bin aufgewacht, als man mir sagte, ich solle aufstehen und gehen. Sie waren überrascht, dass es den ganzen Tag gedauert hat, das alles. Ich war gerade aus dem Krankenhaus gekommen und hatte mich noch nicht von meiner Gehirnerschütterung erholt. Ich habe eine Bescheinigung in meinen Papieren, Formular 1, dass ich eine schwere Gehirnerschütterung habe. Wir haben gerade einen Befehl erhalten, uns dringend an die Front zu schicken. Wir haben uns versammelt, dachten, dass es eine Evakuierung oder etwas anderes gibt. Und dann sind sie gerade angekommen, und in 3 Stunden war ich schon da. Und die ganze Zeit saßen wir 2 Tage lang in den Schützengräben und warteten darauf, dass sie zu uns kamen, etwas sagten und etwas erklärten, aber da war niemand. Haben Sie Hepatitis? Ja. Hepatitis, schlechte Durchblutung und Gefäßerkrankungen aus der Kindheit. Welche Art von Hepatitis? C. Und doch. Warum sind Sie ins Verteidigungsministerium gegangen? Weil dies das Verteidigungsministerium ist, glaubten sie mehr. Dass sie wirklich mit der Evakuierung beschäftigt sind, und wir wussten schon alles über Wagner. Was wusstest du? Es ist besser, nicht dorthin zu gehen, es ist schwierig. Und das Verteidigungsministerium ist anders, wir dachten, es sei anders. Wie ist es gelaufen? Unverständlich. Wer wird gewinnen? Das kann ich nicht sagen. Was denken Sie? Dennoch ist es unmöglich zu sagen, wer gewinnen wird. Es darf nicht sein. Beide Seiten sind stark, unsere und ihre. Wir sind nicht stark. Ich kann nicht sprechen, ich bin kein Soldat. Also, Wenn wir darüber reden würden, wie man ein Auto stiehlt oder so, könnte ich immer noch reden. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Ukraine groß? Ich war noch nie dort. Wir hatten die Augen verbunden, als sie uns aufnahmen. Wie lange dauert der Krieg schon an? Krieg. Ja. Seit 2014. Ja, richtig, ja. Und in der aktiven Phase, als ihr von überall her angegriffen habt? Alle auf einmal aus 6 Richtungen. Das kann ich nicht sagen. Ab dem 24. Februar, 10 Monate. Dies ist eine Landkarte von Ukraine. Sie können 10 Monate lang nichts tun. Um wie viel kleiner ist die Ukraine als dieser Scheiß? Das ist die Ukraine? Nein, das hier bist du, und das Blaue sind du hier. Die Kleine, das ist die Ukraine. Dies ist Russland. Überrascht? Ja. Verschiedene Größen. Auf der Karte, ja, aber so weiß ich nicht, wie es gemessen wird. Sind Sie interessiert? Da sind Sie, und Sie haben uns angegriffen. Du kannst seit 10 Monaten überhaupt nichts mehr tun. Du sagtest, du wärst nicht dumm, also. Was meinen Sie, was es bedeutet, wenn das Verteidigungsministerium Betrüger rekrutiert? Insbesondere das Verteidigungsministerium kam nicht zu uns, der stellvertretende Leiter der Kolonie rief uns an und sagte,
dass eine Gruppe speziell für die Evakuierung rekrutiert werde, um die verwundeten und toten Soldaten zu tragen. Sie waren im Verteidigungsministerium, das weiß ich, und wenn das Verteidigungsministerium Verbrecher rekrutiert. Was sagt Ihnen das? Ich kann es nicht einmal erraten. Das sagt Ihnen, dass die Dinge schlecht stehen. Dies deutet darauf hin, dass es keine Kaderarme gibt. Und dass sie Fleisch brauchen, um dafür zu sterben. Und für die man sich nicht vor der Gesellschaft verantworten muss. Ich werde es unterlassen. Warum? Weil ich nicht weiß, wie ich es richtig machen soll. Ja, irgendwie, auf Russisch oder Ukrainisch. Ich habe 2 Klassen, ich habe nicht einmal die Schule beendet, und im Gefängnis erlaubten sie mir nicht zu lernen, sie schrieben nur, dass sie 9 Klassen beendet haben. Wirklich 2 Klassen? Ja. Kannst du schreiben? Ich kann, lehrten die Jungs im Gefängnis. Formulieren wir es in Gefängnissprache. Du weißt bestimmt Dewey. Was genau formulieren? Meine Gedanken. Über dieses Bild? Ja. Was soll ich sagen? Gerechtigkeit wird herrschen, wer hat Recht, wer hat Unrecht, dort, wie das Schicksal es zulässt. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Ich weiß nicht, ich bin selbst ein solcher Mensch, und ich glaube, dass es in jeder Nation schlechte Menschen, Bestien und Vieh gibt. Dementsprechend gibt es in jeder Nation gute Menschen. Egal welches Land es ist, welche Nationalität es hat und so weiter, ich bin so eine Person. Ja, das ist wahr. Ich habe das sogar gesagt, als ich im Gefängnis saß, ob es nun ein Tatschek ist oder jemand anderes, wen kümmert das schon, jede Nation hat Viecher. Es gibt schlechte Menschen und es gibt gute Menschen, richtig? Immer, unabhängig von der Nation, deshalb bin ich so ein Mensch. Ich war wirklich hier, weil sie sagten, es sei für die Evakuierung. Außerdem kann ich nicht angreifen. Erstens gehe ich sogar langsam, sehen Sie selbst, und ich kann nicht schießen. Meine Frage ist also noch kritischer. Sie wurden in die erste Reihe geschickt. Was sagt es? Ich wurde zum ersten Mal geschickt, nur zur Beobachtung. Verstehe, ich meine etwas anderes, wenn Ihr Verteidigungsministerium unausgebildete Sträflinge in die erste Reihe schickt. Was bedeutet das? Dass Sie nicht mehr über einen Kader von Militärangehörigen verfügen? Ich weiß nicht. Kann man das sagen oder nicht? Wir können es erraten. Natürlich, und wir dürfen nicht davon ausgehen. Wir können davon ausgehen, dass jeder Mensch. Es ist nur so, dass da dieser große Bullshit ist, der zu jemandem kam, der klein war und wollte, dass der Kleine ihre Hände faltet und niederkniet. Sieh mal, wir können es mit Namen machen, oder? Jeder liebt doch das Land, in dem er aufgewachsen ist, oder? Ja, lieben Sie Ihr Land? Ich liebe mein Volk, mein Land. Aber bei den Behörden bin ich, meinen Tätowierungen nach zu urteilen, überhaupt nicht. Klar. Hier liebe ich mein Land. Was macht Ihr Land in meinem Land? Das ist eine politische Frage, nicht für mich. Ich habe nur bei der Evakuierung der Verwundeten gearbeitet. Wozu? Wie sagt man? Warum brauchst du das? Das wurde uns versprochen. Glauben Sie, dass das weiße Papier Sie neu und gut gemacht hätte? Mich? Ja. Ganz und gar nicht. Warum brauchten Sie dieses Stück Papier? Ich hatte Hoffnung. Hoffnung. Geld? Das Geld, ja, ist auch nicht schlecht. Die Bezahlung ist nicht schlecht, auch wenn die Arbeit sehr hart ist, und es ist überhaupt nicht klar. Um ehrlich zu sein, jeder liebt sein Land. Ich liebe mein Land, ich bin dort aufgewachsen, auch wenn ich fast obdachlos war. Keine Fragen an Sie, nur eine Frage, wenn Sie Ihr Land lieben, in welcher Stadt waren Sie? Was ist Ihre Heimatstadt? Was ist meine Lieblingsheimatstadt? Einfach Heimatstadt. Die Stadt heißt Enerkahotka. Ende der Erde. Am Meer. Ja, und ich habe eine Frage an Sie, was zum Teufel haben Sie in der Nähe von Lysychansk gemacht? 10 oder 8000 Kilometer von Nachotka entfernt. Wo liegt Nachotka auf der Karte?
Ich glaube, Nachotka ist irgendwo hier, genau hier. Denn der Karte zufolge, ja. Hier kommt Rengel ins Spiel, soweit es mich betrifft. Das haben Sie 8000 Kilometer von hier entfernt gemacht? Wie sieht Ihr Land hier aus? Nein. Diese Situation ist anders, habe ich erklärt, als Sie mich fragten, welche Menschen besser sind und welche nicht. Ich habe nicht gefragt, was für Leute. Okay, so habe ich Ihnen geantwortet. Diese Situation ist einfach unverständlich. Es ist immer einfacher, mit euch Sträflingen zu reden als mit den Militärs, denn die Militärs sagen immer, ich hatte einen solchen Befehl, also hatte ich keine Wahl. Die mobilisierten Menschen, die jetzt aus Moskau oder aus Sankt Petersburg, aus dem ganzen Land kommen, von dieser großen Müllhalde, sie verstehen nicht, was sie hier tun. Sie bekommen weniger Gehalt, sie bekommen 30.000, plus einige Boni, 50 oder 60. Sie werden ziellos gejagt wie Rinder zur Schlachtbank. Gestern wurden 500 Menschen mit einer Explosion überschwemmt, ich sah die Nachrichten, richtig? Nun, hier, ja, da war eine Linie. Sie scheinen nur Fleisch zu sein. In deinem Fall der Traum und die Hoffnung auf ein gutes Leben nach all dem. Dir ist doch klar, dass du in diesem Modus kein Jahr überleben wirst, oder? Ich verstehe. Sie werden wie die Wagnerianer auf die Schlachtbank geschickt. Kann man so gewinnen? Wie oft haben Sie geschossen? Wie viele Male? Ja. Etwa 5. Sind Sie bereit für den Angriff? Sie haben uns nicht auf einen Angriff vorbereitet. Als Sie in die erste Reihe geworfen wurden, in einen Graben, ohne Munition, ohne Essen oder Wasser, gab es kein Essen, nicht wahr? Ja, das war es nicht. Wie behandelt das Heimatland, das Sie lieben, seine Menschen? So sind unsere Kommandeure eben. Der Kommandant ist nicht Homeland? Ich meine die uns zugeteilt wurden. Halten Sie die anderen für gut? Nein, das sind sie alle. Nun, wie kannst du angreifen, wenn du nicht weißt, wie und nichts weißt? Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Es gibt Antworten. Ich persönlich habe keins. Oder vielleicht wollen Sie nicht denken, was Ihnen unangenehm ist. Ja, es gibt welche. Du bist nur ein Klumpen, den man weggeworfen hat und der sterben soll. Okay, wir treffen die Entscheidung. Probe. Was meinen Sie dazu? Weiß sie, dass Sie hier sind? Nein. Was wollen Sie ihr sagen? Sag ihr, dass ich hier bin. Du sagst nicht, wo du bist, du sagst, du bist in ukrainischer Gefangenschaft. Ja. Wissen Sie, wo? Nein. Okay, sag es auch nicht den anderen. Wie war Ihre Gefangenschaft? Falsche Nummer. Versuchen Sie also, 2208 zu wählen. Ja, 22, vielleicht so. Vielleicht wird WhatsApp dabei sein. Denn diese Zahl gibt es nicht. 2208. Ja. Sie sehen, hier gibt es ein Problem. Nicht registriert. 504. Ja. Sie sehen, es ist die richtige Zahl, genau die richtige. Das zweite Mal ist richtig. Ich verstehe diese Art von Dingen. Ich hoffe, Sie werden nichts Schlechtes sagen. Nein. Warum sollte ich schlechte Dinge sagen? Nun, zufällig sagen Sie, ich sei ein Besatzer. Ich werde Sie warnen, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Sie brach den Anruf ab. Vielleicht kann sie nicht per Video kommunizieren. Ich werde ein Foto machen. Warum sollte ich etwas Schlechtes sagen? Es ist Ihr Thema, etwas Schlechtes zu sagen. Nein, das sagen Sie nur manchmal.
Es gibt Zeiten, in denen sie sagen, dass wir Besatzer sind, und so weiter. Sind Sie nicht ein Besetzer? Nein? Ich überlege nur, wie ich es sagen soll. Was immer Sie tun können oder wollen, sagen Sie es. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Na ja, was denkst du? Sie antwortet noch nicht. Na und? Warte. Ja, warten wir ab, ich verstehe. Sind Sie ein Besetzer oder nicht? Ich betrachte mich nicht als Besatzer, ich wollte nur unseren verwundeten Jungs helfen. Hatten Sie eine Waffe oder ein Sturmgewehr? Gebrochen. Das war Ihre Armee, die Ihnen das gegeben hat. Haben Sie fremden Boden mit einer Waffe betreten? Ja. Sie sind also ein Besetzer. Es ist wie. Sind Sie ein Dieb oder kein Dieb? Du hast nur einen Kaugummi gestohlen. Darf ich das sagen? Es gibt einen Satz, ein Krieger muss einen Krieger respektieren, richtig? Der Feind muss den Feind respektieren. Richtig. Haben unsere Kämpfer Sie mit Respekt behandelt? Ja, das ist sicher. Was hat das dann damit zu tun? Oder geht es um den Respekt vor dem Besatzer? Oder gefällt Ihnen das Wort nicht? Nein, nein, ich spreche im Allgemeinen. Sie haben uns gut behandelt und alles sofort verstanden, so dass jetzt alles in Ordnung ist. War das in Ordnung? Ja. Wo sind meine $300? $300. Ich habe $300 für Sie gegeben. Ich weiß. Ich habe damals für Sie bezahlt. 300 für uns und 200 für die Menschen in Luhansk. Wo ist unser Geld? Die Leute spenden für dich, wann gibst du es zurück? Wann muss ich es zurückgeben? Wenn ich in der Heimat bin. Und was, wirst du die Schulden zurückzahlen? Gib mir ein Männerwort. Wenn das nächste Mal jemand geht, stecken Sie das Geld direkt in Ihre Tasche. Das wäre nun effektiver. Wissen Sie, wie viel Geld uns dort abgenommen wurde? Mehr als 1,5 Millionen. Wo? Am ersten Punkt, wo Sie auch bezahlt haben. Wer nahm? Sie nahmen es bei der ersten Inspektion mit. Hatten Sie das Geld? Wir hatten Gehälter in der Tasche. Gut gemacht. Sie werden damit interessante Dinge kaufen. Gut gemacht. Warum so wenig? Nicht genug? Das ganze Geld wurde genommen. Wenige. Das ist alles, was wir hatten. Alle Löhne wurden genommen. Gut gemacht. Wow. Gut gemacht, Jungs. Sie versteckten einen Teil davon woanders. Nein, was gibt es da zu verbergen? 8 Personen hatten nur 1,5 Millionen? Manche hatten 200, manche 300, manche nur 100. Insgesamt mehr als 1,5 Millionen. Gut gemacht, Jungs. Lange schon. Vielleicht fahren, beschäftigt. Hallo. Guten Tag. Also gut. Verabschieden wir uns also. So ist das Land, so ist die Führung. Auf Wiedersehen. So beendeten wir das Gespräch. Wie ist Ihr Name? Lena. Er hat dem nicht zugestimmt. Wovor hat sie Angst? Sie arbeitet für den Staat. In Regierungsbehörden? Wo? Nun, die Verkehrspolizei, irgendetwas in diesem Bereich. Anscheinend kann sie das deshalb nicht. Du lebst in einem coolen Land. Sie kann nicht mit ihm reden, weil sie Angst hat, dass sie gefeuert wird. Sie sagt, ich kümmere mich nur um die Probleme. Was hat sie gesagt? Nur erledigt und will keine neuen Probleme. Ich frage sie, was passieren wird, sie sagt, ich werde gefeuert. Ich frage, warum? Er sagt, sie werden mich einfach entlassen. Gibt es noch jemanden zum Anrufen? Das ist nur sie. Wer ist sie? Eine gute Bekanntschaft.
guter Freund. Manchmal half ich ihr, manchmal half sie mir. Bist du traurig? Übrigens habe ich ihr den Job besorgt. Sind Sie verärgert? Natürlich würde ich gerne reden, aber was soll ich tun? Es sind Situationen wie diese, die ihn ausmachen, oder? Freundschaften und solche Dinge. Hast du für dich schon Schlüsse gezogen? Für mich selbst, ja. Ich wollte reden. Richtig. Wo ist ein Freund bekannt? In Schwierigkeiten. In Schwierigkeiten. Traditionell können die Gefangenen am Ende des Gesprächs ein letztes Wort für sich selbst sprechen. Lohnt es sich, hierher zu kommen? Schummeln die Kommandanten oder nicht? Was Sie mitnehmen sollten, Zahnpasta oder etwas anderes. In Ihrem Fall können Sie Ihren Mitgefangenen etwas raten. Sie haben echte Erfahrung. Kann ich kurz sagen? Ein 20-minütiges Gespräch reicht aus, wenn Sie möchten. Über die Erfahrung. Was soll ich sagen? Bevor Sie irgendetwas tun, irgendwelche Schritte, sollten Sie natürlich 1000-mal nachdenken. Denn wir sind verantwortlich für die Schritte, die wir unternehmen. Und was uns gesagt wird, und wie es uns gesagt wird, ist nicht immer so. In den meisten Fällen ist dies nicht der Fall. Und bevor Sie sich für etwas entscheiden, bevor Sie auf einen Vorschlag antworten, sollten Sie alle Papiere, die Sie unterschreiben, 1000-mal überdenken und 400-mal durchlesen. Denn wo die besonderen Vertragsdetails im Kleingedruckten stehen, steckt in den meisten Fällen der Haken. Einfach. Denken Sie an jede Ihrer Handlungen. Und es ist nicht unser Krieg. Dies ist ein Krieg der Politiker, lasst sie in den Krieg ziehen. Das war's im Grunde, sagte ich im Klartext. Ja, aber eure Politiker kämpfen mit euren Händen. Weißt du, dass du betrogen wurdest? Wissen Sie als Sträfling mit Erfahrung, wer einen Sträfling freilassen kann? Jetzt verstehe ich es. Wer? Staat. Nein. Wer dann? Gericht. Oder Verzeihung. Hat das Gericht Sie freigelassen? Nein. Wurden Sie begnadigt? Nein. Verstanden? Verstanden. Hat Putin Ihr Begnadigungsschreiben unterzeichnet? Nur weil Sie es geschrieben haben, reicht das nicht aus. Verstehen. Ist die Begnadigung unterschrieben? Weiß nicht. Nein, denn wenn Sie unterschrieben hätten, wären Sie benachrichtigt worden. Beamte kamen und sagten, Sie sind durch ein Dekret des Zaren der Russischen Föderation begnadigt worden. Alles ist so aufgebaut, dass man nicht mehr zurückkommen wird. Sie haben Ihren 12-Monats-Vertrag noch nicht erfüllt. 12 Monate? 6. Nein, 12. Sie sagten nur, dass ein Tag als 2 zählt. Ich weiß. Wurde das irgendwo geschrieben? Nein. Sie haben einen Vertrag für 12 Monate unterschrieben. Kann man dort 12 Monate überleben? Ich denke, es ist unmöglich.